Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute vielleicht ein lang erwartetes Video, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das in meinen Tabs wiedergefunden, sage ich mal so. Nämlich sind wir heute bei Welcome Home Extended DEFCON 1 Aftermovie. Bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt. Ich hatte auch schon kurz angefangen vor ein paar Tagen, aber dann habe ich gemerkt, dass ich vibe-technisch gerade ein bisschen andere Musik brauchte oder ne, der Vibe einfach gerade nicht so gepasst hat. Ähm, Heute wird es anders sein. Das habe ich jetzt schon im Urin. Und ja, bin gespannt, auf was auf mich zukommt. Ich habe gedacht, das ist so ein normales Aftermovie, aber anscheinend ist es wirklich ein Aftermovie über die ganzen Jahre hinweg. Ja, wir gehen einfach rein. Nehmt euch ein Wasser, weil es ist warm genug. Nur noch irgendwas zu snacken, weil das wird lang genug dauern wahrscheinlich. Ist zwar nur eine halbe Stunde, aber ihr kennt mich ja. Ich kann genug dazu labern. So, jetzt gehen wir aber rein. Let's go. On a powerful foundation, Q-Dance built a legacy. It opened up a world where the insane have the truth. Ist aber auch schon wieder geil gemacht, ne? Mit dem Schriftzug, der so wegverblasst. A place of freaks and a kingdom of maniacs. This world evolved into the home of the harder styles. Here a new breed of warriors emerged. All part of one tribe. Muss auch ehrlich sagen, dass sie da so am Anfang direkt so die ganzen Stages zeigen, finde ich sehr, sehr nice. Wenn es jetzt gleich nochmal kommt, dann mach ich auch so eine kleine Auflistung, was ich so am geilsten fand. Ich glaube, ich fange jetzt hier einfach an. Ich finde, die Stage fand ich sehr geil, weil ich da meine, dass es die Stage war, Headhunters das erste Mal so einen Live-Set ganz durchgeguckt habe. Müsste das gewesen sein. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Wenn es nicht so ist, dann ist auch scheißegal, weil sieht trotzdem geil aus. All part of one tribe. Müsste es aber gewesen sein. Die hat ein cooles, schon irgendwie was Cooles, finde ich. Aber das war's auch. Weiß ich nicht. Alleine, dass hier dieses Dach, dass das wirklich so ein Dach ist, das war ja auch, ist ja irgendwie, sonst ist das immer so dieses geschwungene, normal, andere Dach so von den DJs, aber hier haben die wirklich so ein Dreiecksdach, keine Ahnung, kommt irgendwie ganz komisch, weil man es anders kennt. Ja, die Krabbe an sich oder dieser Krabbenmensch hat schon was sehr Cooles. Meinen hatte ich ja schon in einer anderen Reaction gesehen. Gerade auch mit den Lichtern und so. Aber gut. Gab's bessere, sagen wir es so. Sah gut aus, gab's aber besser. Welcome to the world of DEFCON 1. Ich bin so gespannt, ne? Ist das die erste Stage? Also nicht die erste Stage, sondern die erste Stage, die einen Aftermovie bekommen hat? Weil irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass das letzte erst, also warte, wie sag ich es jetzt am besten? So dass, ja, keine Ahnung, wie ich es sagen soll. Aber ich habe irgendwie so gedacht, dass diese Stage halt wirklich die Stage ist, die halt so wirklich ihr erstes Aftermovie bekommen hat, weil das schon so lange her ist. Muss ehrlich sagen, das hat irgendwas. Gerade auch so mit diesen Gedanken, so halt, okay, diese Anfangszeit von DEFCON, mehr oder weniger Anfangszeit von DEFCON, ja, dieses rustikale, so ein bisschen abgewrackte, noch so die Startzeiten so. Ist geil. Habe ich noch nie gesehen, diesen Thron. Boah, Junge,
das sind so geile Stages auch überall gewesen. Ich muss ehrlich sagen, auch jetzt, wo ich das erste Mal im Hellen sehe, ich glaube, das ist eine Stage, die mich mit am meisten abgeholt hat, ne? Weil die halt wirklich so weit riesig ist und, weiß riesig, was? So riesig ist. Natürlich, die anderen sind auch alle riesig, aber dieses Schiffsding und dass die auch so schräg hängen und so, weiß ich nicht, irgendwie gibt mir das was. Und natürlich dieses Rad hier vorne. Ja gut, erste Stage, ne? Warte mal, nochmal eben, um das klarzustellen hier. Wahrscheinlich haben viele schon einen Kommentar verfasst und mich schon wieder lang gemacht da in den Kommentaren. Was heißt kritisiert. Aber auch nicht zu negativ, hoffe ich, sonst ist sowieso alles weggeblockt. Wahrscheinlich eher so mit die größere Stage, haben wir so. Oder da wirklich was ein Aftermovie gekriegt hat, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber wenn ich das so sehe, die ganzen Bilder, mit diesem verpixelten, oder ne, mit dieser schlechteren Qualität. Oh, oh. Ist aber krass, wie viele Bühnen die hatten schon, ne? Und wie vielfältig. Auch wenn die mich so ein bisschen an dieses Samurai-Thema wieder erinnert. Was wir ja nach 2020 irgendwann hatten. Ne, wo diese 2 Samurais da standen. So ein bisschen erinnert mich das so ein bisschen daran, aber gut. Krass, wie sich das entwickelt hat, ey. Oh mein Gott, Alter. Aber dazu muss ich auch sagen, ne, dass die halt wirklich auf diesen Trichter gekommen sind und gesagt haben, ey, wir machen einfach selber ein ganzes Video, und was fucking halbe Stunde angeht, ein Video und zeigen einfach mal alle Stages. So nach und nach. Das finde ich halt sehr geil, weil so ein Video wollte ich sowieso mal machen. So, ne, wo ich dann so alle Stages mal sehe. Natürlich sind die halt ein bisschen sehr kurz, die Clips, zu den meisten. Ich hoffe natürlich, dass er das noch so ein bisschen ändert. Aber wollte ich sowieso ein Video dazu machen, weil ich das halt geil finde, so diese Entwicklung der Stages zu sehen. Aber auch, wie viele unterschiedliche Stages es gab und was die für. Ja, was sie halt für Ideen hatten, ne? Geil. Hammer, ey. Okay, was ich mir jetzt erhoffe, ne? Jetzt, wo ich die ganzen Menschen hier gerade sehe. Was ich mir jetzt erhoffe, ist, dass wir auch sehen, wie sich so die Fankultur sich so ein bisschen auch entwickelt hat, sag ich mal so. Ne? Es war ja am Anfang so dieses Rustikale, so wie rockmäßig, sag ich mal, so angezogen, fand ich. Ne? Natürlich gab's ja auch, ne? Oder was halt, rockmäßig ist, glaube ich, auch wieder, ja, dieser normale Anfangs-Hardstyle-mäßige,
Weil wenn du heute guckst, hast du dieses verrückte mit den ganzen Jungs, die sich da irgendwie, oder Männer, die sich halt irgendwas anziehen, was halt lustig ist und auch funny, aber auch geil, crazy ist, was aber auch gut dazu passt, finde ich. Die Mädels, die sich richtig rausgeputzt haben, ne, natürlich dieses Festival-Ding mit dem Festival-Make-up und so. Aber trotzdem auch noch immer noch die alten Hasen und irgendwas dazwischen und außerhalb und whatsoever. So. Es ist nicht mehr dieser Dresscode, finde ich, sondern du kannst anziehen, was du willst, aber trotzdem sieht es gut aus. Und nicht so irgendwie so herabgekommen wie so ein Penner oder so. Extrem gesagt jetzt, ne? Deswegen hoffentlich kann man da so auch so ein bisschen diesen Unterschied sehen. Weil ich finde, natürlich durch die Videoqualität hast du jetzt schon einen Unterschied in den ersten 3 Minuten gesehen. Aber, ähm, aber, was heißt aber? Und, und ich finde, du merkst halt an den Stages, generell alle Stages, nicht nur Mainstage, was natürlich eher ins Auge springt, aber an den Stages, wie krass sich das entwickelt hat und wie es immer größer wurde. Ich meine, das hast du ja bei diesen ganzen großen Festivals, wo du halt siehst, okay, der Anfang, bam, da hattest du diese normale Stage, vielleicht ein bisschen außergewöhnlich schon. Und jetzt 10, 20 Jahre später sind da so riesige Bühnen mit so krassen Bildern und Ideen dahinter und so. Deswegen schon sehr, sehr geil. Boah, der Schnitt, Mann. Junge, mit dieser Slow-Mo-Kacke kriegst du mich aber auch jedes Mal, ne? Hammer. Oh, Junge, was ein Schnitt, ey. Oh. Auch so diesen geilen Song, ey. Das sind so, also bis jetzt geile Songs, noch nie gehört, aber geile Songs. Ja, das sieht immer so irritiert aus, ne? If we realize that to be alive is to be connected to almost every atom in the biosphere, we'd Das meine ich nämlich, ne? Du hast so viele unterschiedliche Gesichter. Jung, älter. Ich will nicht alt sagen, weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, alt bist du nur, wenn du dich alt fühlst. Älter, aber auch, ne, wie geschminkt wird, was man vielleicht mehr macht, was man vielleicht weniger macht. Ob man sich vielleicht nur eine Cap anzieht, ob man sich als Frau, weil wir jetzt gerade die Frauen sehen, ne, die Haare extrem schön macht oder was auch immer. Das ist, ich finde das immer so nice zu sehen, ne, diese unterschiedlichen Arten von Menschen, die aber alle zu diesem fucking geilen Festival kommen und alle den gleichen Shit einfach lieben, ne? Aber unterschiedlicher denn je aussehen. Geil. it's what we are. Crazy. It's what we are. Ich wollte doch gerade sagen, da hat sich doch mein Goat hier drunter geschlichen oder den ganzen Fans. Aber krass.
Das sind so geile Bilder, ne? Boah, geil. Und das ist ja genau was für mich. Das ist genau passend richtig für mich. Ey, ich sehe so viele geile Menschen und so viele Menschen, die tanzen, die geile Laune haben und so. Das ist genau mein Shit. Das ist genau richtig das Video für mich, ey. Was steht da? Sonder? Mit die bitte. Alles klar. Ist das crazy. Junge, was sind denn das eigentlich für krasse Songs hier, hä? Ich habe noch nie gehört, aber diese Kombination macht sau Spaß. Junge. Aber da muss ich auch sagen, ne, es ist verdammt geil zu sehen, wie du auch siehst, dass so diese jetzt alteingesessenen DJs da so in jüngeren Jahren dann, ne, auf diesen älteren Stages gespielt haben und so. Das ist ja crazy. Ah, ja, genau. Wo es mir jetzt gerade wieder einfällt mit dem Rustikalen, ne? Ich sag das ja öfters, gerade bei den was heißt gerade bei den Defcon? Ich sag das nur bei den Defcon-Dinger, weil ich halt dieses Gefühl hatte, dass und das meine ich halt mit diesen Rustikalen, ne? Dieses ältere, metallische Konstrukt so ganz drumherum, ne? Dass du so diese metallischen, abgewrackten Sachen da irgendwo stehen hast, Skulpturen und so. Was natürlich sehr krass ist und sehr geil ist von den, Künstlern, die das entwerfen, und Künstlerinnen natürlich, soll ja natürlich, aber auch nicht, ich sag ja immer, heute ist das ja nicht mehr so, was ja auch totaler Quatsch ist. Natürlich ist es ein bisschen weniger geworden, aber ich finde halt, ne, es ist halt wirklich du hast noch dieses krasse, rustikale, aber ich finde jetzt, dadurch, dass es halt so groß geworden ist, dadurch, dass du halt so viel und Hardstyle auch sich so entwickelt, dass es halt nicht mehr für so eine Randgruppe ist, jetzt mal übertrieben gesagt, ja, doch so, ne, für eine Randgruppe ist, so sehr, sehr übertrieben gesagt, finde ich auch, merkst du halt so dieses bisschen offener für die Welt sein, sag ich mal, ne, dass alles so ein bisschen cleaner gemacht wird und so ein bisschen, es noch so cleaner gemacht wird. Ich glaube, das ist so das richtige Wort dafür. Wenn man sich gerade auch diese Stages anguckt, finde ich. Weiß natürlich nicht, wie es andersrum aussieht bei den ganzen, wie heißt es, bei den ganzen Skulpturen, die da so rumstehen. Wahrscheinlich ist es da noch so. Hoffe ich auf jeden Fall, weil ich finde, das gehört da halt so zu. Du brauchst dieses Defcon-Feeling mit diesen älteren Sachen, sag ich mal. Ja, aber das ist halt immer so mein Ding, was ich im Kopf habe, was man auch so an den Stages auch so sieht, finde ich. I'm
hardcore took the bone. Go. You can do whatever the fuck you want. But if you walk this Wilde Frisur. way, you better fit in or fuck off. Fit Was? Sorry. in, you can do whatever the fuck you want. But if you walk this way, you better fit in or fuck off. Rede mal. Das ist aber auch eine Sache, finde ich, was überall so sein sollte. So, wenn du du kannst machen, was du willst. Wenn du aber irgendwie eine bestimmte Sache tun willst, und da gibt's schon diese Gruppen, sag ich mal, ne? Zum Beispiel jetzt hier beim Hardstyle. Dann sieh zu, dass du reinfittest und versuch nicht irgendwie was da zu ändern. So, ich finde, dass es heutzutage dadurch, dass diese Meinungsfreiheit oder dass wir diese Meinungsfreiheit Gott sei Dank haben, muss man ja auch dazu sagen, nehmen sich viele halt raus und versuchen halt dieses bestehende System, was halt für viele das Zuhause ist, oder ihr Zuhause ist, zu verändern. Und das checke ich halt nicht. So, ich finde, manchmal merkst du das daran, an diesen Festival-Dingern. Ein sehr gutes Ding dabei ist diese morgendliche Routine, die viele drin haben. Komm ins Zelt, penn vielleicht ein Stündchen, 2 oder auch gar nicht, zack, die Musik geht an und fertig. So, und dann kommen die Leute, die neu da drin sind, sag ich mal, oder sich denken, ey, ich muss unbedingt auf ein Festival, und dann sich beschweren, dass sie nichts pennen können. Wer denn? Scheißegal, reg dich darüber nicht auf oder reg dich vielleicht für dich selber auf, aber geh aus deiner Zeit raus, bring dein Lächeln mit. Wenn du nicht lächeln kannst, schnapp dir ein Bier, sei ruhig, fertig, mach Party mit, Punkt. So. Das sehe ich zum Beispiel, jetzt dadurch, dass dass man dieses TikTok-Ding hat oder dieses Social Media auch mehr hat, sieht man ja noch so mehr, dass sich viele darüber zum Beispiel aufregen. Wo ich auch viel in den Kommentaren lese, ey, hör doch auf rumzuheulen. Was ja auch richtig ist. Entweder du fittest da rein oder geh einen anderen Weg. Dann versuch nicht dazu zu gehören. Meine Meinung dazu. Ne? Natürlich gibt es da viele, viele, viele Sachen, was auch zum Thema Feuerwerk ist und. Ja. Sollte man jeder so sein eigenes Ding haben, jeder soll machen, was er will. Wenn du da was gegen hast, dann mach was anderes. Punkt aus Ende. Ganz einfach. So, und so finde ich, ist es nicht nur im Festivalbereich, sondern in so vielen Sachen so. Genauso wie ja es so ist, dieser Hate, den es hier im Internet einfach so extrem gibt, wo ich mir denke, warum? In so vielen Situationen guckt man sich das an und denkt sich so, wenn du einfach weiter scrollst oder das Video schließt, würde es viel weniger Hate geben. So manche versuchen irgendwie wo was reinzupacken, eine Meinung oder whatsoever, wo es total unnötig ist. So, lass doch einfach die Leute machen, was sie wollen. So, wenn es gut ist, wenn es ein Zuhause für viele bietet, lass es doch so. Fertig. Wenn sie damit keinen anderen Schaden zufügen, fertig. Aber nur wegen einer Kleinigkeit oder irgendwelche bestimmten Kleinigkeiten da irgendwie was zu labern, verstehe ich nicht. Kann man ganz einfach, also ich hätte da gar keine Kraft für. So, ich meine, manchmal gehe ich auch durch Instagram und gucke dann und denke mir so, boah, Mann, das ist irgendwie schon eine Scheiße. Dann gehst du in die Kommentare und siehst dann, wie die ganzen Leute da ausrasten. Und beim Durchlesen fehlt mir schon die Kraft, wo ich dann einfach direkt rausgehe und mir denke, ey, erstens, ich werde verdammt sauer. Zweitens, alleine diese Texte zu verfassen oder die Sätze zu verfassen oder sich mit irgendjemandem da zu beefen, hätte ich gar keinen Bock drauf. Das ist verschwendete Lebenszeit für mich. So, nicht, dass ich die sowieso schon verschwende dadurch, dass ich die ganze Zeit durch Instagram und TikTok so scrollen und mir denke, oh cool, oh scheiße, oh nee, oh ja, oh i, oh whatsoever. Check ich nicht, wie viele Menschen da draußen es gibt, die da einfach dann hingehen und diesen Hate verbreiten oder wegen jeden Scheiß rumheulen müssen.
Da denke ich mir jedes Mal, ey, habt ihr sonst kein Leben? Müsst ihr nicht irgendwie glücklich sein? Habt ihr keinen Bock, irgendwie glücklich zu sein? Habt ihr keinen Bock, nicht eure Sachen zu machen, auf die ihr Bock habt? Check ich nicht. Aber gut. Aber das kam mir gerade halt so im Kopf, weil ich finde, das ist so ein richtig geiles Thema, was aber auch, ich glaube, bis an unser Lebensende und den nächsten Generationen einfach so weitergehen wird. Dass man einfach seinen Scheiß machen soll, worauf man Bock hat. Und wenn du da nicht reinfittest, dann fittest du da nicht rein, dann lass es sein. Aber versuch nicht irgendeine Scheiße zu ändern. So, versuch da reinzufinden, wenn du es unbedingt willst. Wenn nicht, geh deinen Weg, aber lass die Gruppe dann auch lass die machen, was sie wollen. Punkt. Fit in or fuck off, motherfucker. This is me. These are our people. We party harder than the others, you know. We're born free, created equal. We can be friends if you respect the code. There's no room for hating in this life we love. It's either fit in or fuck off. This is me. This is my music. I like it just a little. Ich sag ja, ne? Da gibt's so viele verrückte Leute. This is me. This is my. Nicht, dass der mal so eine riesen fette Maske gemacht hat, wie die sehr cool aussieht. Hier haben wir nochmal so ein. Was ist das? Soll das ein Hase sein? Also dadurch, dass natürlich der Hase hier nach oben guckt, sieht's ganz komisch aus. Dann hast du diese normalen Menschen da so ein bisschen, die ihre Flaggen da drin mit haben. Finde ich auch immer sehr cool. Außer, wenn die sich irgendwo oben bei jemandem draufsetzen und dann, ne, so die ganze Sicht versperren, ist, glaube ich, dann auch ein bisschen scheiße. Es ist einfach geil, so diese ganzen unterschiedlichen Menschen zu sehen. Music. I like it just a little harder sometimes. No matter we go out and lose it. Freedom is free, cause it's all in the mind. There's no room for hating in this life we love. It's either fit in or fuck off. Geil gemacht. Ey, sorry, dass wir das jetzt sagen müssen, ne? Aber bei den Männern sieht man halt immer, dass sie ein bisschen mehr getrunken haben. Ey, lieb's. We are the harder generation. Oh, das ist, Junge, was für ein cooles Video ist das. Auch, dass das so schwarz-weiß ist, außer die Flaggen oder die Menschen. Dann da. Crazy. Hardstyle is all that I need. My boyfriend changed his name to Hardstyle, so I would listen to him. Lol. Bootshaus! Das ist ja lieber normal. I got that 24/7 every day of the week. So I praise the music, my salvation. We are the harder generation. Oh, hä? Warte mal. So I praise the music, my salvation. We are the harder generation. Junge, da kommt einfach schwarzes Konfetti raus. Wie crazy ist das denn? Das ist aber auch eine coole Biene irgendwie, ne? So diese zwei Drachen. Sollen ja Drachen sein, oder? Ja. Aber das meine ich, ne? Das ist so dieses bisschen rustikalere, noch ein bisschen am Anfang mäßig. Natürlich, heutzutage ist es auch 2024, ne? Diese 5 Götter, die da sitzen, aus Autos und keine Ahnung was gemacht. Klar, aber es ist so, es sieht alles so ein bisschen perfektionistischer und cleaner aus. Ja. Finde ich.
Aber gut, ne, ist ja auch schön so, ne? Man will ja auch ein bisschen was für sein Geld haben. Wow, ey. Boah, ich liebe, das kommt auch aus einem anderen Aftermovie, oder nicht? Ich liebe das einfach. Wie gesagt, wenn Frauen sich schminken, ne, gerade diese Kriegsbemalung und so, ne, diese Wikingerbemalung und so, ja, das sieht immer so gut aus, ne? Unleash the beast. Ist das verrückt. Wenn du siehst, wie die Menschen da rumschreien, oder ne, wenn du alleine die Musik weglassen würdest und nur die Gesichtszüge aufnehmen würdest von den ganzen Menschen, du würdest nie darauf kommen. Ja, okay, vielleicht würdest du darauf kommen, dass sie auf dem Festival sind, aber du weißt nie in welchen. Ey, ich liebe das einfach, ne? Dieses entweder so aggressive Schreien oder dieses Schreien mit Lächeln, das ist so geil. Du siehst halt richtig, wie diese ganzen Emotionen bei den Menschen rauskommen. Mega. Ist das geil, ey. We are unafraid, so brave, got the drum going big and bold. It's a primal touch, we crave to feel the beast that we really want. Don't you know that I need you tonight, need you tonight, need you tonight. My love's like a call of the wild, call of the wild. The animal in me. Ich sag's mal. Oh. Boah, diese Augenaufnahmen oder diese nahe Gesichtsaufnahmen sind immer verrückt, ne? Junge, da denke mir immer, was gibt es da? Da gibt's ja nur wunderschöne Menschen da draußen, ey. Ja, bin ich mal ganz ehrlich, ne? Eigentlich würde ich es mir gern bis zum Ende aufhalten, aber ich werde es am Ende wahrscheinlich nochmal sagen. Wenn du ein Ticket hast für DEFCON und du bist noch nicht warm dafür, aus irgendwelchen Gründen auch immer, guck dir das Video an. Dann wenn du dann immer noch keinen Bock hast, dann solltest du vielleicht zum Arzt gehen. Was ist das denn? Wie geil ist das, dieses Kreischen von dieser Bungee-Jumperin. Boah, da will ich mir aber so einkacken, ne? Cobra V8, Shelby with the bang bang. We gang, 150 in the wastelands. Horsemen, roll free, true sons of men. Hammers down, gotta ride like a Mustang. Hammers down, gotta ride like a Mustang. Hammers down. Hammers down, gotta ride, 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 ride.
Was jetzt aber noch saugeil wäre, ne, was mir jetzt gerade so einfällt, weil wir ja jetzt so langsam in die zweite Hälfte kommen, das Campsite. Ne, natürlich haben wir ein paar Bilder davon gesehen, aber wenn die da so ein bisschen auch so ein Aftermovie von machen würden, das würde ich auch so feiern, weil ich glaube, viele würde das so freuen, wenn du also auch so ein bisschen mehr vom Campsite einfach siehst. So, here we go. Junge, ey. Set myself free. Das ist doch Sub-Zero, oder bin ich da falsch? Set myself free. Halleluja, guckt euch die Jungs an. Sind die da jung? Junge, für mich sind die immer noch gefühlte 20, Mann. The adrenaline is real when I'm on the scene. The rest doesn't matter, I can set myself free. Ich finde, was man aber auch da wieder so sieht, ne, ist ja auch die Sache, dass Hardstyle ja so eine geile Musik ist zum Gym oder zum Trainieren. Natürlich ist es ja nochmal extra, dass du halt wirklich da trainieren kannst. Das ja natürlich auch. Aber ich finde, die ganzen Besucher zeigen es auch. Ob es die ganzen muskelbepackten Bären sind, die da rumlaufen, die gerade so anfangen zu trainieren, wo du so ein bisschen siehst, diese ganzen Muscle-Mummies und. Das ist so verrückt, ne? Alter. Aber ist ja auch klar, ne? Diese Musik, die gibt halt auch irgendwie einen Power. Das ist einfach so. Das siehst du beim Tanzen oder beim Durchdrehen oder halt im Gym. Set myself free. The rest doesn't matter, I can set myself free. Please let me go. Gotta find another way, make it through another day. Is what I know. Gotta give it all away. Learning how to make it on my own. Oh, geiler Song, ey. Learning how to make it on my own. Da muss ich auch ehrlich sagen, ne, das hatte ich jetzt gerade erst letztens bei einem Video einen Kommentar so von wegen, genau, bei dem 20 Jahre ne, Top 25 Ding da, wo einer geschrieben hat, bin gespannt, wie es in 5 Jahren, in 5 Jahren ist, wenn 30 Jahre Q-Dance war das, glaube ich, ne? Q-Dance war. Wie die Musik sich bis dahin geändert hat. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich ein bisschen anders verfasst, ein bisschen anders geschrieben und so, ne? Aber das ist so die Hauptmessage. Aber ich muss ehrlich sagen, weil da so, ne, dann auch im Raum stand so von wegen, okay, diese neuere Dual Damage, diese krassen Kicks und so. Und dass der alte, richtige Hardstyle nicht so präsent sein wird. Und ich muss ehrlich sagen, glaube ich nicht. Ich glaube da ganz sicher nicht dran. Also wenn die 30 Jahre voll sind, wenn die 40 Jahre voll sind und wenn die 50 Jahre voll sind, wirst du trotzdem diese alten, krassen Banger immer dabei haben. Erstens, weil die ja immer noch, weil es viele gibt,
Wie zum Beispiel ein Wild Styles, wie zum Beispiel ein Atmospheres. Für mich jetzt die ich jetzt gerade im Kopf habe, ne? Natürlich aber auch viele mehr, die einfach diesen Vibe und diesen Sound ja immer noch weiter bespielen. Natürlich gibt es jetzt, ne, die ganzen neuen, sag ich mal, so, ne, wie zum Beispiel Gearbox, wie zum Beispiel AR Gang und wie sie alle heißen, ne, es gibt ja so viele geile Namen, die so geile Musik hier rausballern, die vielleicht nicht diesen Oldschool-Hardstyle jetzt, sag ich mal, rausballern. Aber ich glaube, wenn es um diese Top 25 Sachen geht, wirst du an diesen Hardstyle-Bangern und diesen alten Hardstyle halt nicht vorbeikommen. Halt, weil die halt so einen krassen emotionalen Shit halt, finde ich, rauskloppen. Ob es dieser Gesang ist, ob es dieser Hardstyle ist, ob es dieser Hardstyle ist, der sich so über die Jahre stetig gehalten hat und es auch immer halten wird, weil es einfach so ein geiler Rhythmus ist und wie gesagt, du dir so geile Emotionen darauf aufbauen kannst, sag ich mal. Was du natürlich auch mit den neuen Kicks und so machen kannst. Natürlich gar keine Frage. Aber ich finde, dieser neue Shit ist nochmal mehr, dass du ausrastest. Dass du mehr dein Shit rauslassen kannst. Dieser andere Hardstyle ist für mich dieses Ding, dieses Gefühlvolle halt, ne? Du kannst so geile Erinnerungen machen, du hörst diese Dinger und bist nicht, okay, ausrasten, sondern du bist dieses, wow, das und das ist damals passiert, das und das passiert jetzt gerade. Du siehst vielleicht irgendwelche Bilder und denkst dir, boah, wie geil ist das, ne? Das ist, glaube ich, so die Sache, weswegen diese Top 25 Songs immer diesen Oldschool-Hardstyle in sich haben werden. Natürlich werden da ab und zu Sachen reingespült, sag ich mal so, die härter sind, die diese krassen Kicks haben, aber ich glaube da nicht dran, weil ich habe das hier jetzt auch schon wieder dieses Gefühl, ne, diese Songs, diese älteren Songs, kannst du auch viel besser einbauen in solche Dinger. So, und deswegen glaube ich da nicht dran, dass die halt so aussterben, sag ich mal. Und da kommt hier auch ins Spiel, ihr auch wieder ins Spiel, könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das seht. Ist natürlich ein bisschen jetzt abseits von dem Video, aber ist ein Thema, was ich eigentlich sehr interessant finde und auch da eure Meinung gerne wissen würde. Deswegen schreibt es mir in die Kommentare und ja, lasst uns da ein bisschen austauschen, wie ihr das seht. Meine Meinung kennt ihr dazu jetzt, aber ich würde halt auch gerne eure Meinung dazu wissen. Und jetzt geht's weiter! Boah, Mann, ich war noch gar nicht so weit. Eigentlich wollte ich auch gar nicht stoppen, aber jetzt haben sie mir gerade wieder die Bilder gezeigt, ne? Guckt euch das eigentlich mal an, ne? Wie fucking riesig das eigentlich ist. Ich finde das immer so wahnsinnig. Du siehst zwar immer diese Bühnen und die Menschenmassen und so und denkst dir, ja, okay, das ist schon krass. Aber wenn du dann auch siehst, wie fucking riesig diese Zelte sind oder die Camping-Site und das ist so andere Welt, finde ich. Und das ist ja sogar noch das Ältere, sag ich mal so, ne? Ja, doch. Oder? Ja, doch. Die älteren Dinger. Das ist so verrückt. Wie sich das alles entwickelt hat. Hammerhart, ey. Stop right now before we do it again, 'cause I know we're gonna lose it. We gotta stop right now before there's no turning back, 'cause I feel we're spinning out of control.
Man muss diese Verrücktheit von den Festivalgängern einfach lieben, ne? Man muss sie einfach lieben, diese geilen Kostüme, wie bekloppt die sind, dass sie da in diesen Rehen rumplanschen und so. Aber man muss auch auf der anderen Seite sagen, ey, warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? Für die 3 Tage oder was auch immer einfach mal deine verrückte Seite rauslassen können. Und wenn es regnet und so, ja, ey, dann ist das so. Was bringt es dir, Trübsal zu blasen? Erstens hast du verdammt viel Geld dafür bezahlt, meistens. Oder was heißt meistens? Für das Ganze drumherum, nicht nur für die Tickets. Und ein bisschen Regen. Kannst du ja auch wieder, manche können sich schön saufen, manche können sich schön lachen und manche, weiß ich nicht. Smile if you masturbate. You check my nerves and you rattle my brain. Think about the love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Couldn't it rage with all the fire? Muss halt ehrlich sagen, ne? Bei dieser Mucke muss ich immer an Power Hour denken. Ich weiß nicht warum. So in letzter Zeit, auch wenn ich diese normalen Sachen höre, so, ne, die da so gespielt werden und, oder, ne, wie das Ding, denke ich mir so, Bro, warum denke ich gerade an Power Hour? Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Hier macht es natürlich wohl ein bisschen Sinn, aber trotzdem. Ball the fire, you're mine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, 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 mine. I'm getting nervous, honey, but it shows fun. Come on, baby, you drive me crazy. Couldn't it reach your grip, ball the fire? Junge, ich denke mir die ganze Zeit schon, es ist so geil, die Verrückten die ganze Zeit zu sehen, ne? Aber der Typ mit dieser fucking Klobürste da, ey, der hat mich wirklich gekillt jetzt gerade, boah, das muss ich nochmal sehen. Stellt euch einfach mal vor, dass es wirklich, ne, gut, lassen wir es sein. Es ist nur Wasser, es ist nur Wasser, es ist nur Wasser. Amai. Relax to the deepest. Lie down, sit. Ey, ich hoffe, dass das irgendwann wieder in wird, ne? Dass die Handylichter einfach ausgehen, weil dann weißt du sowieso, meistens machen die dann auch wieder das Video direkt an. Einfach Feuerzeug, weil gefühlt, die Raucher gehen ja auch, soll ja angeblich runtergehen, aber gefühlt hat trotzdem jeder ein Feuerzeug mit. Ich finde das irgendwie viel geiler, wenn da so ein Feuerzeug oben ist. Dieses Flackern von der Flamme und das Ausgehen, zack, wieder anmachen. Weiß ich nicht, irgendwie catcht mich das mehr. Relax. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Ja, darum erstmal mit Shisha. Breathe in.
breathe out. Just go with the flow of the breath. Geil. In, out. In, out. In, out. In, out. Into the belly, into the chest, and let go. Like a wave. Bro, kann man, ey, da würde ich jedes Mal, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich kann immer wieder nur sagen, dickes, fettes Shoutout an die Leute, die die ganzen Shit zusammenschneiden, ne? Ey, es macht jedes Mal wieder so viel Bock, die ganzen Sachen anzugucken, weil es ist, der Schnitt, die Übergänge sind so crazy gut, aber auch hier, ne, dass es halt so geil zusammengepackt ist oder angepasst ist an diese Musik oder an was gesagt wird. Boah, ich lieb das. 5 more. Let's give it all we got. You are the alchemist. You are almost there. Do you want to prolong? Ist das hier die ganze Zeit? Also, You are almost nicht die there. beiden? Das hier, war das in dieser Corona-Zeit? Weil da muss ich ehrlich sagen, das habe ich gar nicht mitbekommen, so Corona-Zeit. Da sind ja die ganzen DJs auf Twitch und so auch so ein bisschen mehr aus dem Boden gestampft gekommen. Oder mehr populärer geworden, sagen wir es so. Aber Defcon habe ich gar nicht mitgekriegt. Haben die das auch so gemacht? Aber muss eigentlich, ne? Wenn man das so sieht. Oh, das war auch eine Scheißzeit, ey. Do you want to prolong your breath hold and continue when you feel the urge to breathe? Okay, cover your breath in. 5, 4, 3, 2, 1. You are the alchemist. Ja, gut. Gut, die Frage hat sich von selbst geantwortet. Also, wenn du so viel Platz hast, nur um da so eine kleine Bühne zu haben und keinen drumherum, dann kann das nur Corona-Zeit gewesen sein. Muss ich ehrlich sagen, war natürlich eine extrem scheiß Zeit. Für den einen mehr, für den anderen weniger, ne? Thema extrovertiert, introvertiert und. Aber ich finde, im Nachhinein muss man irgendwo das Positive sehen. Es gibt nicht vieles Positives, aber wenn man sich irgendwas einbilden will, was positiv war, finde ich, dass wir alle mal wieder gelernt haben, diesen ganzen Scheiß wertzuschätzen, ne? Dass du raus kannst, dass du jeden Scheiß fressen kannst, dass du mit deinen Freunden chillen kannst, dass du Festivals gehen kannst, ne? Also dieses ganze Thema Freiheit, dass man das wieder wertschätzt. Vielleicht ist das ein bisschen zu deep und was auch immer, aber ich glaube, das sollten wir alles so als kleines Denken so wieder mitnehmen. Ja. Was gibt's mehr Positives? Lassen wir es mal lieber. Wir gehen weiter. Scheiß mal auf diese scheiß Corona-Kacke. Halleluja, ey. Hallelotzi! Das könnt ihr nicht, ne? Auf so einer Liege da liegen, ich würde direkt wegpennen. Auf dem Festival, ich würde direkt wegpennen. Weil es ist so schön gemütlich und dann mit Wind und, oh, nee. Nee. Want everybody just feel alright. Pull it to the left, pull
Das ist auch so eine geile Hymne geworden, der ist so cool. So wahnsinnig, ey. Da muss ich auch ehrlich sagen, das habe ich zu spät mitbekommen, ne? Wo das einmal so in den sozialen Medien drin war und das war ja sau spät eigentlich erst für wie lange die das eigentlich schon machen. Boah, das hat mich so gecatcht und jetzt catcht mich immer wieder, ey. Ich finde das so krass zu sehen, wie die ganze Menge nach links, nach rechts, nach links, nach rechts geht. Boah, Hammer. Turn it out. All right, now, now it's time to get funky. To the right now. To the left. Right foot again. Left foot again. Crisscross. Cha-cha, real smooth. Now it's time to get funky. Check it out, y'all. One hop this time. This is something new. Come on. How low can you go? Man muss ja wirklich sagen, beim Defcon kriegst du so viele geilen Shit geliefert, ne? Dieser fucking Trash-Moment. Wie cool ist das? Also das ist eigentlich so hirnverbrannt, aber es ist trotzdem irgendwie cool, dass alle ihren scheiß Müll da hochwerfen. Power Hour und du kriegst ja so viel von Defcon geliefert, das ist so wahnsinnig, wo du dich halt 0,0 über diesen Preis oder so beschweren kannst, ne? Und das Schlimme ist ja, oder das Gute, du kriegst ja auch noch fucking und on top kriegst du ja noch die ganzen Menschen um dich herum dazu. Warte, hört sich ein bisschen falsch an. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, ne, diese Verrücktheit von den Menschen. Vielleicht lernt ihr irgendwelche Menschen kennen, die ne, cool drauf sind. Vielleicht irgendwie welche Freundschaften entwickeln sich. Beziehungen, whatsoever. Das ist so crazy geil einfach. Das ist, ach, Mann, ich liebe Festivals einfach, ne. Das ist so ein geiles, wenn man so darüber nachdenkt, es gibt halt fast nichts Geileres. Geile Musik, geile Menschen, was da alles durch entstehen kann, was du dann auch noch geboten kriegst. Ach Mann, geil. Bring it to the top. You are now entering Pandora. Was hast du damit gemacht, ey? Also bei manchen Dingern brauchst du wirklich eine Epilepsie, Vorwarnung, ne? Ja. Still alive. The mind-bending drugs seem to offer so much. The mind-bending drugs seem to offer so much. But what do they really deliver? The mind-bending, 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 mind-bending. The mind-bending drugs.
Oh, hoffentlich war es das jetzt, ey. Das war schon für mich jetzt schon zu viel des Guten. Halleluja. Bound by dedication, united by an orange heart, true weekend warriors arise, sharing ceremonies that spawn memories for a lifetime. Ich lieb's, Gathering ey. at the end for the final reward. We rise and fall. We've seen it all. Boah, hab ich ganz raus. Something goes much deeper. Who we really are. What defines us all. Know that there's no weakness. Still a way to change and fall. Ja! Genau das wollte ich sehen. Geil. Diese ganzen unterschiedlichen Stationen, wie sie es aufgebaut haben. Guck mir das mal an, eigentlich wie fucking klein das ist. Gefühlt, ne? Im Gegensatz zu jetzt. Still a way to change and fall. Boah. Become the one I am. The journey has begun right now. Born from ashes, up will go. Caught in change, we will transform. And the storms are fading now. I can finally start it all. 'Cause the times are changing. We transform. And the winds will come in. And the walls will all fall down. 'Cause the times are changing. There we transform. Boah, was für Shots, ey. Muss ehrlich sagen, wir gehen auch noch ein bisschen zurück. Weil ich weiß, ich mache den Vibe jetzt gerade kaputt. Aber ich finde es geil, dass du die ganze Zeit die Tageszeit hast. Ne? Sonst wird ja immer so die Nachtzeit, ab Abend, ne, wenn es dunkel, die dunkle Zeit, wird ja eigentlich immer so hervorgehoben. Wegen dem Feuerwerk, wegen der Lichtershow und. Müssen wir auch nicht drüber reden. Ist natürlich klar, ist aber auch verständlich, geil, gar keine Frage. Aber ich finde es halt geil, dass die hier, so wenn man jetzt drüber nachdenkt, so viel über den Tag halt so gezeigt haben, so die ganzen Menschen und. Weil sonst hast du ein Gefühl so ein bisschen, ja, was heißt so kurz kommt, ne? Aber es ist halt sehr geil, dass sie das hier so machen, dass sie das wirklich hier so aufgezogen haben, dass zum Ende hin wirklich nur ein kurzer Teil diese Nachtsequenzen kriegt. Und das ist halt nochmal sehr geil gemacht, so zum Abschluss, ne? Mann. We will transform.
Junge, was war denn das für ein cooles Feuerwerk damals? Okay. Müssen wir uns auf jeden Fall nochmal reinziehen, weil das war auch die geile Bühne. Ja, aber das meine ich nämlich, ne? Es ist... Genau. Wollte gerade sagen, da habe ich fast vergessen. Es ist halt sehr geil gemacht. Wie ich zwischendurch schon gesagt habe, das Ding musst du dir auf jeden Fall reinziehen, bevor du zum DEFCON fährst. Ob du Bock hast oder nicht, ist da relativ egal. Das Ding macht ja so Bock zu gucken. Das ist ein Porno für die Augen, Porno für die Ohren. Macht so Spaß, die ganzen Leute da zu sehen, ne? Die Emotionen da zu sehen. Die Musik, die Stages, wie sich das entwickelt hat. Die Location, wie sich die entwickelt hat. Die Menschen, die sich so entwickelt haben und. Das ist so crazy zu sehen und macht so Bock. Wahnsinnig. Lecker. Genau das kann man zum Video sagen und auch, ja, zu dem ganzen Ding hier sagen. Ich glaube, das ist perfekt. Ja. Und dann sind wir hier beim Ende des Videos angekommen. Wie ich gesagt habe, ne, ist wieder ein längeres Video. Wenn ich jetzt gerade so gucke, 1:10 fast. Wow. Ja. Ihr wisst, über eine Stunde oder ne, über eine halbe Stunde ein Hashtag, wenn ihr es bis hierhin geschaut habt. Gerne ein Hashtag lecker mit Doppel-K. So wie wir es hier gerade gesehen haben. Hier nochmal, damit ihr es seht. Ich glaube, das kommt ganz gut. Passt. Ist perfekte Beschreibung für das, was hier gerade passiert ist. Ja. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und dann könnt ihr mir auch gerne hier drunter schreiben, ne? Weil ihr seht ja, ich versuche jetzt gerade ein bisschen was Neues. Dadurch, dass ich diese Szene und diese Szene halt habe. Ne, einfach könnt ihr mir drunter schreiben, ob euch das gefällt, weil ich finde es, glaube ich, geiler so zum Anschauen, weil man halt mich halt so ein bisschen mehr sieht. Und ich da irgendwie ein bisschen mehr Bock drauf habe. So, ne, dass das nicht immer nur die ganze Zeit diese eine Szene ist, sondern so dieses Hin- und Herspringen. Da ich nicht schneiden kann, noch nicht, man weiß nicht, was noch kommt, machen wir es erstmal so. Deswegen wird es auch manchmal so sein, dass diese Sequenz halt scheiße sein wird. Dieses Hin- und Herspringen. Ne, so wie ihr vorhin gemerkt habt, ich muss dafür extra Tasten drücken. Und dann kann das sein, dass das dann ein bisschen holprig ist. Aber gut, ist ja auch relativ. Würde mich gern über ein Feedback dazu freuen. Und sonst, wie gesagt, ein Hashtag lecker. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction, bei dem nächsten Video, whatsoever. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.